Ja, liebe Freunde, ab heute schlägt die AfD-Bundestagsfraktion juristisch zurück. Wir haben der Bundestagspräsidentin ein sogenanntes Konfrontationsschreiben auf den Tisch gelegt. Sie hat 3 Tage Zeit, darauf zu antworten. Merz will aber jetzt allen Ernstes mit diesen abgewählten Mehrheiten des alten Bundestages noch 3-mal das Grundgesetz ändern. Tiefere Einschnitte staatlicherseits gibt es gar nicht. Angeblich müsse das gemacht werden, weil das alles so eilig sei. Müsse das jetzt auf einer schnellen Sondersitzung nächste Woche passieren. Aber die Probleme mit der Infrastruktur, die gibt's doch seit Jahren und Jahrzehnten. Das ist doch nichts Neues. Dafür brauchen wir doch keine Sondersitzung. Dieses ganze Vorgehen von Merz ist so abgefeimt, so demokratiefeindlich und den Wählerwillen verachtet, dass es einen richtig friert, wenn man sich das anguckt. Also gehen wir vors Verfassungsgericht. Hey Leute, jetzt wird's ernst. Die AfD schlägt juristisch zurück gegen den Wahnsinn, den Friedrich Merz gerade durchziehen will. Ein abgewählter Bundestag soll noch schnell das Grundgesetz ändern. Schulden ohne Ende. Das lassen wir uns nicht gefallen. Die AfD geht vor Gericht und es könnte richtig brenzlig werden für Merz und Co. Warum das Ganze ein beispielloser Angriff auf die Demokratie ist und wie es weitergeht, das erfahrt ihr jetzt. Also dranbleiben, kommentieren und natürlich abonnieren. Denn hier gibt's die Wahrheit, die ihr anderswo nicht hört. Auf geht's! Ja, liebe Freunde, ab heute schlägt die AfD-Bundestagsfraktion juristisch zurück. Wir haben der Bundestagspräsidentin ein sogenanntes Konfrontationsschreiben auf den Tisch gelegt. Sie hat 3 Tage Zeit, darauf zu antworten. Und ich erkläre euch jetzt mal, was in der Republik gerade passiert. Gestern hatte ich euch ja berichtet, dass die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas einfach den alten, abgewählten Bundestag nochmal einberufen will. Und auf dem will dann Friedrich Merz gleich 3-mal das Grundgesetz ändern. Erstens will er die Schuldenbremse aufheben. Zweitens will er 500 Milliarden sich verschulden für Infrastruktur und so. Und drittens will er in die Bundeswehr ungefähr nochmal genauso viel investieren durch reine Schulden. Ein historisch einmaliger Vorgang. Und viel schlimmer noch, Merz will das hintenrum machen mit dem alten, abgewählten Bundestag, der ja vor einem Monat abgewählt wurde. Das Volk hat neu gewählt, hat neue Mehrheiten im Bundestag bestimmt, weil es mit den alten unzufrieden war. Merz will aber jetzt allen Ernstes mit diesen abgewählten Mehrheiten des alten Bundestages noch 3-mal das Grundgesetz ändern. Tiefere Einschnitte staatlicherseits gibt es gar nicht. Angeblich müsse das gemacht werden, weil das alles so eilig sei. Müsse das jetzt auf einer schnellen Sondersitzung nächste Woche passieren. Aber die Probleme mit der Infrastruktur, die gibt's doch seit Jahren und Jahrzehnten. Das ist doch nichts Neues. Dafür brauchen wir doch keine Sondersitzung. Und die Probleme mit der Bundeswehr auch. Das wissen wir auch schon länger. Also gibt es diese Eilbedürftigkeit nicht. Und es ist eine Eilbedürftigkeit von einer Woche. Denn schon in der Woche drauf, direkt in der Woche drauf von dieser geplanten Sondersitzung, gibt's die Sitzung des neuen Bundestages mit den neuen Mehrheiten. Da tritt er erstmals zusammen. Da kann man das alles auch zur Debatte anmelden und zur Abstimmung bringen. Aber in diesem neu gewählten Bundestag hat der Merz keine Mehrheiten mehr. Das Volk hat neu gewählt und hat die AfD sehr stark gemacht. Wir haben 1/4 der Abgeordneten und da kann der Merz mit seiner neuen Koalition das Grundgesetz nicht mehr ändern. Dieses ganze Vorgehen von Merz ist so abgefeimt, so demokratiefeindlich und den Wählerwillen verachtet, dass es einen richtig friert, wenn man sich das anguckt. Also gehen wir vors Verfassungsgericht. Aber da muss man Folgendes beachten. Wenn man gleich jetzt zum Verfassungsgericht ginge, besteht die Gefahr, dass das Gericht sagt,
Hallo, wieso kommt ihr denn gleich zu uns? Es gibt ja noch rechtliche Vorstufen. Die hätte die erst durchschreiten müssen. Beispiel müsste erstmal eure Gegner ansprechen, dass die ihr Verhalten ändern, bevor ihr gleich hier zu uns kommt. Das kann also sein, wenn man gleich zum Verfassungsgericht geht, dass er sagt, wir nehmen das Ding gar nicht an und dann war's das. Sowas ist uns schon passiert. Das darf diesmal nicht passieren. Deswegen machen wir jetzt diese Vorstufe. Deshalb jetzt das harte Konfrontationsschreiben, das heißt so an die Bundestagspräsidentin, dass sie die Einberufung des alten Bundestages zurücknimmt. Das geht so nicht. Und wenn sie einen Bundestag einberufen will, dann soll sie den neuen Bundestag einberufen. Und wenn sie das nicht tut, dann gehen wir zum Verfassungsgericht. Und viele führende Staatsrechtler und Verfassungsrechtler unterstützen unsere Auffassung und sehen das genauso wie wir. Wir haben also große Chancen. Und entweder kommt es dann gar nicht zu dieser Sitzung des alten Bundestages oder im Nachhinein pfeift das Verfassungsgericht alle Entscheidungen, die da getroffen werden, zurück, wie das Verfassungsgericht ja schon mal den Haushalt von Olaf Scholz, wo er mit dem Klimafonds getrickst hat, zurückgepfiffen hat und wo alles revidiert werden musste. Liebe Freunde, wir setzen uns durch. Wir sind die größte Opposition. Wir werden Deutschland retten. Und ich halte euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Das ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Ein abgewählter Bundestag soll nochmal zusammenkommen, um das Grundgesetz zu ändern, damit Merz seine Mega-Verschuldung durchdrücken kann. Da kann man sich nur fragen, wen nützt das eigentlich? Sicherlich nicht den deutschen Bürger. 500 Milliarden neue Schulden plus X für Infrastruktur und Bundeswehr. Sagen Sie, klingt erstmal nach Investition, aber wer glaubt das denn wirklich, dass das Geld sinnvoll ausgegeben wird? Wir wissen doch, wie das läuft. Ein paar Milliarden gehen in fragwürdige Projekte, ein paar Milliarden in absurde Subventionen und der Rest versickert in irgendwelchen dunklen Kanälen und dann natürlich gönnen sich die Herrschaften im Bundestag wieder eine Diätenerhöhung für ihre harte Arbeit. Die AfD geht jetzt juristisch dagegen vor und das ist absolut richtig. Es darf nicht sein, dass Politiker nach einer Wahl so tun, als hätte es die Wählerentscheidung nie gegeben. Das ist Demokratieverachtung pur. Aber was denkt ihr? Ist das ein geplanter Coup oder einfach nur politische Unfähigkeit? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und wenn euch solche Analysen gefallen, dann lasst ein Like da. Abonniert und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.